Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Normalerweise wäre heute ein Auswahlorakel dran, aber das habe ich auf den Freitag geschoben für die Woche, weil da mein Sohn Geburtstag hat und ich will ihm einen eigenen Stapel machen. Deshalb wundert euch nicht, wenn die Tage hier so ein bisschen verschoben sind oder es mal nicht so ist, wie es ist. So, dann gucken wir, was wir heute hören dürfen. Wandel. Und unten haben wir noch die Zuflucht. Hier geht es um ein bisschen was Spezielles, nämlich, dass wir eine Meinung ändern, dass wir eine Richtung wechseln und dass das auch völlig in Ordnung ist. Und man muss auch nicht immer den anderen gefallen, also so die Erwartungen der anderen erfüllen, sondern man darf hier in alle möglichen Richtungen sich biegen auf seinem Weg und seine Traditionen vielleicht auch mal wieder ablegen, die man irgendwann für richtig hielt. Es geht darum, sich darauf zu konzentrieren, was einem Kraft bringt. Denn wir sollen hier sorgenfrei und wild sein. Den Blickwinkel mal wechseln, dann winkt einem manchmal hier auch irgendwo ein Schicksal zu, das einem ermöglicht, einen Schritt vorwärts zu kommen. Und es geht darum, eben Veränderung ohne zu zögern auch anzugehen, auch wenn das bedeutet, dass man hier tatsächlich vielleicht sogar ein altes Glaubensmuster hinter sich lässt oder eine Sache, wo man lange so gehandhabt hat. Wir haben hier dann noch die Zuflucht bei unserem Wandel. Ja, und das bestätigt die erste Karte ein bisschen, denn die Karte sagt aus, dass man sich vielleicht zurückziehen soll, die Energiereserven wieder aktivieren, überdenken, vielleicht auch eine anstrengende Zeit irgendwie mehr hinter sich zu lassen, wo man viel am Ball bleiben musste. Und da, wo du hier den Wandel und die Richtung wechselst, da kommt hier die Klärung im Innen für dich. Und da wird sich etwas sehr, in eine andere Richtung bewegen, die du vorher bevorzugt hast. Ne? Also das kann schon auch sein, dass du auf deinem Weg des Wandels eben viel Rückzug auch brauchst noch, um diese Glaubenssätze oder die Muster, die hinter den Dingen sind und die bei dir am Funktionieren sind, nochmal zu klären für dich. Also so dieses, ich lasse mal komplett meine Prägungen weg und was fange ich damit an, fängt zuerst mal im Innen hier an für uns. Es lohnt sich zu warten, also man braucht hier keine schnellen Dinge zu machen während der Wandlungsphase. Geduld wird eher belohnt, also lass dir hier auch Zeit, bis es sich für dich richtig anfühlt. Und hier hat sich das Wasser noch umgedreht auf meiner Hand. Also geht es um die Beschäftigung mit dem Element Wasser. Das Wasser steht für die Emotion, für den Flow auch im Leben irgendwo. Und hier wird ja gesagt, halte jetzt erstmal inne, um wieder in den Flow zu kommen. Dir rennt hier nichts weg. Emotionale Heilung mit Uriel. Der Wandel wird wahrscheinlich auf der Ebene sein, wo man irgendwo auch noch Groll hegt oder Unversöhnlichkeiten hat. Und es geht darum zu klären, mit deiner Kraft so umzugehen, dass es für dich und andere auch gut ist. Also speziell auch für dich. Unten haben wir noch eine Zeit, in der dir neue Gaben zukommen,
gehen werden oder zugänglich werden. Das sind die Gaben der Hellsicht oder ja, hellsichtiger Erfahrungen, die sich hier entfalten. Und natürlich im Rückzug Emotionen. Das ist alles so eine Sache. Vielleicht hast du auch deine Emotionen nicht mehr so richtig gehört oder deine Intuition nicht wahrgenommen, weil du zu viel beschäftigt warst. Das könnte hier sehr gut sein. Also es geht um die Kraft hauptsächlich, ne? Das Thema doppelt sich. Es geht darum, wie gehe ich mit meiner Kraft um und wie viel Kraft habe ich und wie steht sie mir zur Verfügung? Was kann ich aus ihr machen? Oder wo denke ich auch, ich habe die Kraft, nicht irgendwas zu wandeln. Ich kann eine Situation nicht bewerkstelligen, sowas alles. Hier geht es darum, dass man stärker ist, als man glaubt. Manchmal haben wir ja auch nicht die Wahl zu überlegen, wann wir was angehen, sondern wir werden reingedrängt. Und die Karten ermutigen dich ja auch weiterzumachen, dich auch immer wieder zu nähren. Vielleicht auch visuell, ne? Mit dem Wasser arbeiten könnte hier auch helfen. Und da steckt auch so ein bisschen Selbsttest dahinter. Wie gut kann ich aushalten, wie gut kann ich durchhalten? Habe ich das Gerüst für mich abzuwarten, bis die Situation völlig geklärt ist? Und kann ich mich dann am Ende auch auf mich selbst verlassen? Ne? Kämpfe da auch ein bisschen für dein Wohlergehen und setz dich für deine Dinge ein. Und es geht ein Stückchen weit auch darum, sich zu behaupten, sich nicht klein machen zu lassen bei diesem Wandel. Ja, ein Kampf wird beendet, mehr Harmonie soll kommen, kann auch schon so in der Prägung der Familienlinie liegen und wir haben unten noch die Sterne, also die Dinge stehen unter einem guten Stern, die Klarheit, die du brauchst, ist bald vorhanden und hier geht etwas in mehr Harmonie und in eine Balance, die dich wieder schön weitergehen lässt. Oder uns. Eine spezielle Erfahrung, die hier auch dahinter steckt. Wenn ihr euch überlegt, wie oft hat man mal gesagt, oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Und am Ende hat man es dann doch hingekriegt, ne? Wir haben hier den Wellensittich und der sagt, ich bringe dir Lebendigkeit, Leichtigkeit, Herzensfreude und Vergnügen. Ich erinnere dich an die reine Freude am Dasein. Veränderungen im Privatleben und auch im familiären Umfeld kündigen sich an. Hier haben wir die Familienkarte. Okay, ihr Lieben, ich drücke euch. Wir hören uns. Bis morgen.